Und jetzt würde ich dich gern einladen, vielleicht mal zu versuchen, dir vorzustellen, wie deine Augenlider möglicherweise langsam schwerer werden könnten. Klingt das nach kraftvoller Veränderung? Eher nach einem Einschlaflied. Heute zeige ich dir den geheimen Schalter im Kopf eines Profi-Hypnotiseurs, der aus einer schwachen Bitte einen unaufhaltsamen Befehl macht. Und warum das der Schlüssel zu echter Wirksamkeit ist. Moin und willkommen zurück. Ich bin Stienitz Musch, Hypnosetherapeut und Hypnoseausbilder. Und heute lüften wir ein Geheimnis der hypnotischen Sprache, das oft den Unterschied zwischen einem Amateur und einem Meister ausmacht. Wir sprechen darüber, warum du aufhören musst zu bitten und anfangen musst zu befehlen, wenn du wirkungsvolle Hypnose erleben oder anwenden willst. Die meisten Hypnotiseure, gerade am Anfang, aber auch viele alte Hasen, benutzen eine Sprache, die voller Zweifel steckt. Du kennst das bestimmt. Ich möchte, dass du dir vorstellst, versuch doch mal zu spüren. Vielleicht bemerkst du wie. Du kannst dir erlauben. Diese Sprache klingt zwar nett und sanft, aber was sendet sie an dein Unterbewusstsein? Sie sendet Unsicherheit. Jedes vielleicht und versuch mal ist eine offene Einladung an den inneren Kritiker, den Türsteher, über den wir schon gesprochen haben, zu sagen, nö, versuche ich nicht. Fühle ich nicht. Es ist, als würde ein Arzt sagen, hier ist eine Pille. Vielleicht könnten Sie ja mal versuchen, sie zu nehmen, wenn Sie Lust haben. Würdest du diesem Arzt vertrauen? Wahrscheinlich nicht. Ein Profi bittet nicht, er führt. Er führt sicher, klar und direkt. Er ist der Kapitän des Schiffs, nicht der ängstliche Passagier. Schauen wir uns an, wie das klingt. Statt, ich möchte, dass du jetzt die Augen schließt, sagen wir, schließ die Augen. Statt versuch mal, deinen steifen Arm zu biegen und bemerke, dass es nicht geht, sagen wir, dein Arm ist fest, unbiegsam, unbeugsam. Versuch es und es wird mit jedem Versuch noch fester. Statt du könntest jetzt eine angenehme Schwere in deinem Arm bemerken, sagen wir, bemerke die Schwere in deinem Arm. Sie nimmt zu, jetzt. Siehst du den Unterschied? Das sind keine Bitten, das sind klare, unmissverständliche Anweisungen. Es sind Befehle an das Nervensystem des Klienten, die mit absoluter Sicherheit und Zuversicht gegeben werden. Es lässt keinen Raum für Zweifel. Spürst du den Unterschied nur beim Zuhören? Welche Version fühlt sich für dich kraftvoller an? Der Bittsteller oder der Kapitän? Schreib es uns doch mal in die Kommentare. Wenn du mehr solcher Profi-Geheimnisse aus der Hypnosepraxis erfahren willst, dann abonniere jetzt den Kanal. Warum funktioniert das so viel besser? Aus zwei Gründen. Erstens, der Selbstvertrauensloop. Wenn ich als Hypnotiseur mit absoluter Sicherheit spreche, spürt dein Gegenüber das, spürst du das. Das Unterbewusstsein registriert, okay, der weiß genau, was er tut, dem kann ich vertrauen. Meine Zuversicht wird zu deiner Zuversicht. Dein System öffnet sich, weil es sich sicher geführt fühlt. Zweitens, der Türstehertrick. Einem Befehl kann der kritische Faktor viel schwerer widersprechen als einer Bitte. Eine Bitte kann er einfach ablehnen. Ein klarer, selbstbewusster Befehl überrascht ihn. Er ist so formuliert, als wäre das Ergebnis bereits eine Tatsache. Das Gehirn neigt dazu, solche Befehle einfach auszuführen, um die Lücke zwischen Anweisung und Realität zu schließen. Es geht hier nicht um Aggressivität, sondern um Klarheit und eine professionelle, führende Haltung. Wenn du lernen willst, diese kraftvolle, direkte Sprache selbst zu meistern, sei es für die Selbsthypnose oder weil du selbst mit Menschen arbeiten willst, dann ist unser Hypnocampus der richtige Ort für dich. Auf hypnoschool.de bringen wir dir die Grundlagen dieser hypnotischen Kommunikation bei. Komplett kostenfrei. Link in der Beschreibung.
Zusammengefasst, der Nummer 1 Fehler, der eine Hypnose wässrig und unwirksam macht, ist die Sprache des Zögerns. Ersetze deine Bitten durch klare, direkte Befehle. Führe mit Sicherheit statt mit Unsicherheit zu Fragen. Das ist der Sprung vom Amateur, der hofft, dass etwas passiert, hin zum Profi, der erwartet, dass etwas passiert. Und dieser kleine sprachliche Unterschied macht in der Praxis eine riesige Welt aus. Jetzt kennst du das Geheimnis der hypnotischen Sprache. Aber wie bettet man diese Befehle in eine komplette Sitzung ein? Wie ist die Struktur vom Anfang bis zum Ende? In diesem Video hier zeige ich dir das 4-stufige Grundgerüst jeder erfolgreichen Hypnosesitzung. Also jetzt hier draufklicken, dein Wissen vertiefen und wir sehen uns gleich wieder.